Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Heute machen wir mal wieder eine Reaction und ich habe mir generell überlegt, dass wir wieder ein bisschen mehr Reaction-Content hier auf diesem Kanal machen, aber der wird anders ausfallen als in den letzten Jahr. Da bin ich ja hingegangen und habe auf deutschen Content reagiert. Ihr das Ganze jetzt machen, weil ich ja auch ganz gut vernetzt bin mit den Aufbereitern, zum Beispiel aus den USA oder auch aus UK. Habe einige davon auch persönlich kennengelernt, 2019 durch das Turtle Wax Event in Arizona und dementsprechend können wir jetzt auf englischen Content reagieren, weil die haben teilweise andere Produkte, manche Sachen sind aber auch von deutschen Herstellern, das ganz interessant zu sehen, und die eine oder andere Anwendung ist anders. Und manchmal ist es auch so schon gewesen, dass Sachen hier in Deutschland, in der deutschen Detailing-Community in die YouTube-Videos kommen und ich mir denke, das habe ich vor 3-4 Jahren doch schon bei USA-Videos gesehen. Also dementsprechend will ich diesen Content, was die da drüben speziell machen, ein bisschen nach Deutschland rüberbringen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Viel Spaß beim Video. Okay, Freunde, an erster Stelle haben wir hier den Kanal Pan the Organizer. Ganz liebe Grüße an den Pan geht raus. Hat mir auch erlaubt, darauf zu reagieren. Wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl, den ich halt auch in Arizona kennengelernt habe. Er kommt aus Kanada, ich glaube Montreal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Interessante bei seinem Kanal finde ich, die sind ja auch teilweise zweisprachig mit Englisch und Französisch. Er macht auch viel französischen Content. Riesengroßer Kanal, hier zu sehen mit 764.000 Abonnenten. Verlinke ihn euch auch unterhalb des Videos. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr da was sehen wollt. Ja, Freunde, bevor wir loslegen, ich sage ganz klar, ich muss mich erst ins Reacten so ein bisschen drauf einfinden und besonders, weil ich kommentiere ja dann auf Deutsch und wir sehen es ja auf Englisch, ist halt so die Frage, soll ich das Ganze ein bisschen übersetzen? Kommt ihr mit der Sprache klar? Bilder sprechen ja mehr als 1000 Worte, wie man so schön sagt. Ist es vielleicht bei dem Content auch gar nicht nötig? Da bin ich so ein bisschen auf euer Feedback gespannt in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Und ansonsten, ich kann so ein Video natürlich auch vorher gucken und würde so eine Zusammenfassung geben, würden das tonlos gucken, wäre auch vielleicht eine Möglichkeit. Keine Ahnung, ich habe noch nicht so genau die Idee, wie wir das Ganze durchsetzen. Da ist natürlich eher von euch das Feedback halt auch wichtig. Grundlegend, so als kleine Einleitung, er geht jetzt halt hin und macht hier einen Snow Foam Vergleichstest. Wir sehen das von Bildhamber, habe ich im Leben noch keinen Snow Foam getestet. Geht auf jeden Fall hin, testet das. Wir sehen hier in Koch Chemie, ein K Pro beispielsweise auch noch, alles abgefüllt in solche Gläser und wird das gleich auf den Lack auftragen. Wir lassen mal ein bisschen erzählen. Welcome to another episode of Pan the Organizer. So basically, snow foams are part of the pre-wash, right? We use a foam cannon and your pressure washer to throw a blanket of that snow foam on the vehicle, and that's hopefully to encapsulate and lift any loose dirt and debris, break down a bit of that traffic film and road grime, depending on what type of snow foam you're using. More on that in this video. And also to add a bit of lubrication on the surface before the contact wash, always in an effort to minimize the amount of swirls and scratches when you're doing your contact wash. So are all snow foams the same? No, some are high. Jetzt erzählt er so ein bisschen, ich weiß das, weil ich das Video schon gesehen habe, noch darüber, was das für verschiedene Snowfoams sind, pH-Werte und so weiter. Und gerade Koch Chemie GSF ist natürlich bekannt bei uns. Bildhamber jetzt nicht so, aber wir gehen jetzt mal hier so einen Ticken vor und gucken uns an, wie er die Snowfoams genau vorstellt. Das ist nämlich ganz interessant hier beim Bildhamber, bei dem ersten. So the first one is going to be Bildhamber Auto Foam. So this one here is a pH 13. Hat das einer von euch schon mal benutzt? pH-Wert 14, also sehr stark alkalisch. Who want a pre-wash or a snow foam that does a lot of cleaning of dirt, grime and road film. By the way, I'll give credit where credit is due. So the person who gave me the idea of this video is my buddy John Delier from the Forensic Detail. Der ist aus dem UK, den habe ich auch kennengelernt in Arizona. Der hat den Test wohl das erste Mal gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Test auch mal machen sollte. Ich glaube, der wäre gar nicht mal so uninteressant. So I have basically 5 glasses here with all the mixes done. For the Bildhamber Auto Foam, I used a 5% PIR, so they recommend that for heavy dirt and grime. Then for the Bildhamber Touchless, now this is another one of their snow foams. This one here is pH 12 and is sugar-based, so they recommend this one more for use during the winter. Sugar-based? Habe ich das richtig verstanden? pH-Wert 12 und Sugar-based? Aha. And the Auto Foam more for the other 3 seasons. So we're going to see if it's good. So again, this one here is pH 12. Again, I used a 5% PIR for the Bildhamber Touchless, so 5% panel impact ratio. Okay, I basically use the recommended dilution ratios for every manufacturer.
The next one that is very good for ceramic coatings is Carpro Lift. This one here I used diluted at a 1 to 10 ratio. Also ich kenne von Carpro natürlich das Reset, das Shampoo, aber das Snow Foam Lift sagt mir so noch nichts. Again on the alkaline side. The fourth one is a pH neutral. Und das ist geil zu sehen. Koch Chemieflasche komplett auf Englisch hier mit Danger und so weiter, dann mit flüssigen Unzen angegeben. Also nochmal wirklich anders als unsere deutsche Flasche. So this one here is Koch Chemie or Koch Chemie. Das müssen wir nochmal hören. A pH neutral snow foam. So this one here is Koch Chemie or Koch Chemie. Koch Chemie, Coach Chemie. This has a pH of 7.5. We can call that pH neutral. Genau, pH-neutral, 7,5er Wert. This one here is made more for lubricating the surface, not as much cleaning power because it's not alkaline as the other. So we're going to see what a pH. Sagt er schon was ganz Richtiges? Ja klar, umso höher der pH-Wert, also höher in Richtung Alkalität, wie jetzt 12, 14 und sowas, was wir gerade gehört haben, hat er natürlich auch eine deutlich stärkere Reinigungsleistung. Das ist klar, das muss man wissen. Zugleich, der Nachteil daran ist natürlich aber auch immer, dass man Wachseversiegelung angreifen kann. Bei pH-Neutralität ist es meistens nicht der Fall, aber die Reinigungsleistung ist oftmals auch schwächer. pH-neutral car shampoo will do, or a pH-neutral snow foam. So again, I have all the same quantities in the glasses. I'm working at 20 degrees Celsius or 68 degrees 20 Fahrenheit. Grad, Perfect klar. Conditions on a cool surface at a 40% humidity level in a controlled environment. Do not use Warum hat denn fünftes Glas da stehen? Wo ist die fünfte Flasche? Shampoos in direct sunlight, by the way. That's an indication kommt gleich. from all of these brands, and do not let them dry on the surface. Last but not least, for our control, we have simply Wasser. H2O, water. So we're going to see what water does compared to the rest. All right, so let's Das jump finde ich into cool. the demo. All right, guys, so let's go ahead with the test. Und er macht das wirklich jetzt ganz trivial, wie das aufgetragen wird, einfach drüber gekippt. Und da dachte ich schon, klappt das überhaupt? Weil er verschäumt es gar nicht. Passt mal auf. So from left to right, we're going to be applying the Built Hamber Auto Foam, followed by Built Hamber Touchless, and then Carpro Lift, and then Koch Chemie. The snow foams on the surface. So the first one is the Built. Da muss man natürlich direkt sagen, ist das sinnvoll, ist das realistisch? Weil wir gehen ja eigentlich nicht hin und tragen das pur auf. Außer man macht einen Traffic Film Remover. Sprich, man würde jetzt zum Beispiel einen Polytop Polystar oder auch einen Koch Chemie Green Star oder ähnliches nehmen, also einen Traffic Film Remover, einen Vorreiniger, würde den aufsprühen. Dann wäre das realistisch. So, er hätte es eigentlich jetzt in Schaumsprüher machen müssen. Aber er trägt es halt pur auf. Hamber Auto Foam. The second one is Built Hamber Touchless. So both of them are alkaline pH, same as the third one, Carpro Lift, which is a pH 12. The fourth one is Koch Chemie GSF for gentle snow foam, pH neutral. And last but not least is the control section. We're going to let 5 minutes of dwell time on the surface. So I'm speeding this footage up and you guys can tell the... So, ich habe gerade mal die Bildqualität ein bisschen hochgefahren. Keine Ahnung, vielleicht muss ich hier an meiner OBS auch noch mal ein bisschen was einstellen. Also das ist ja nur so ein Experimentvideo, merke ich gerade. Ich hoffe, es funktioniert aber trotz dessen für euch. So, lässt das Ganze jetzt hier einige Zeit drauf mit 4000-facher Geschwindigkeit. Dann wird es abgedampft. And also, we're going to hopefully reveal if there was any cleaning power by the snow foams. I think you're going to see it's quite revealing. So let's dry the surface Lufttrocknung. so we can visualize if there was any cleaning action done. All right, guys. So. Und jetzt kommt's. Jetzt macht man die Augen ganz genau auf, weil man sieht wirklich den Unterschied zwischen Snow Foam ja und nein. Passt auf. Wirklich krass. Guckt euch das mal an. Ja? Das ist halt immer die Schwierigkeit für uns YouTuber, sowas dann halt auch richtig aufzunehmen in der Kamera und alles. Aber man sieht es ja hier in den Bereichen, dass da wirklich, ja, es ist sauberes, dunklerer Lack einfach als daneben. Wahnsinn. So the snow foams, we can tell they did do a lot of cleaning actions. So let's have a look here. This is the Built Hamber Auto Foam. So we can tell, look at the crust here compared to there. Very, very clean. And if I touch on that surface, there's practically relativ sauber. No dirt. So that did its job. Then we move on to this stripe here. So that's Built Hamber Touchless. Once again, nothing.
Ja, man sieht Or at aber, least dass not a lot, irgendwas just noch this drauf ist. little Ne? film here. Ist ja But auch the nur eine majority of the dirt Vorreinigung. Ne? that have Handwäsche gone. darf man nie So look where vergessen. there's none applied. There's still that road salt. And that did a good job. Then we move on to CarPro Lift. Here, again, you can tell where we applied it because all around you still see that dirt and grime. This one too. Quali ist so bescheiden. Other than that slight film, it is very clean. Aber der very Unterschied zwischen gar nichts und den ganzen Reinigern Even ist Koch heftig, Chemie, ne? Oder so was meint ihr? GSF is here. Weil das wird ja immer wieder so behauptet, ach, Vorwäsche brauchst du nicht und alles. Das More ist dirty, schon that was echt to be wichtig. expected compared to the higher alkaline pH, but still, you can see here, nothing. So that's all the dirt and grime. And here where we applied GSF, you can clearly see. Und das bei that this one is pH-neutral, ich much sag's ja cleaner. immer wieder, ne? So Es that geht did a auch um die great job. Inhaltsstoffe generell, die Reinigungsleistung vollziehen. Not Und as jetzt, much, however, as the other three. A great job too. gleich kommt noch das Not Wasser. as much, however, as the other three. And on the control, where we put the water, that did absolutely nothing. Nee, wollte ich gerade sagen, da ist ja immer noch jede Menge Dreck. Da sieht man auch gar nicht so stark den For Kontrast. the control with water, no difference. So let's have a look. 1, 2, 3, 4 und das Wasser ist fast nichts, ne? Das Wasser ist hier over ganz here, seitlich, also hier in dem Bereich. Amber Krass. Autofoam. Over here, built Amber Touchless. Over here, CarPro Lift. Over here, Koch Chemie GSF. And over there with absolutely nothing, water as the control. Compared to the other three. Second place I'd give to Cav. Yeah. To me, built Amber Touchless is probably the one that would have a little bit more cleanliness or cleaning potential compared to the other three. Also er sagt jetzt gerade, dass das zweite Bildhember, dieses Touchless, hier den stärksten Reinigungseffekt hat. Deswegen weiß ich nicht, habe ich mich vielleicht am Anfang verhört, dass das nicht pH 14 war am Anfang? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben bei dem ersten Bildhember. Mal gucken, was er weiter im Second Ranking place sagt. I give Zweites to ist das. built Amber Autofoam. Third place, very close, CarPro Lift. Fourth place, Koch Chemie GSF. And of course, well, the control with water. Wasser gar nichts. Absolutely nothing was done on that side. So one thing of note, guys, even though the pre-wash stage removed roughly 90% of the dirt, well, there's still some surface film and grime left, and you have to go ahead and do the contact wash to restore the hydrophobic properties. So as you can see here, after we were done with the contact wash, that water beading and water sheeting was back to normal. Ja, Freunde, da habe ich ja gerade das Feedback von ihm quasi schon vorweggenommen, als wir so das Ranking auch gesehen haben. Dementsprechend war ein cooles Video, mir hat es auf jeden Fall gefallen, ich fand es interessant zu sehen. Ich glaube, ich würde persönlich den Test aber noch mal ein bisschen anders machen und das Snow Foam, wie vorhin gesagt, nicht pur auftragen, sondern würde es in einen Schaumsprüher eintragen, also 4 Schaumsprüher und dann auf den Lack auftragen und abspülen. Aber schreibt mal in die Kommentare, wenn ich so einen Test machen soll, weil das ist halt das Schöne daran, ne? Und in den USA finde ich das sowieso cooler. Die Jungs da drüben sind viel untereinander mehr vernetzt und alles. In Deutschland ist es ja immer so ein bisschen kleine Klassenkampf. Ihr wisst das ja, das ist ein oder andere, weil was hier so abgelaufen ist. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und mich persönlich bringt der deutsche Content auch irgendwie gar nicht so weiter, weil da wird so viel nachgemacht, so viel Gleiches gezeigt und alles Mögliche. Da finde ich es deutlich besser, wenn wir uns ein bisschen in den USA orientieren und einfach mal da ein bisschen gucken, genauso wie auch UK. Den Forensic Detail Kollegen werde ich auch mal anschreiben, vielleicht darf ich da auch mal auf das ein oder andere Video reagieren. Und dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit dem Daumen nach oben signalisieren. Haut rein, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, ciao.